Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zur 6. Denkwerkstatt des Nikolaus-Hanonkur-Zentrums hier in der Landesmusikschule im wunderschönen St. Georgen im Attergau. Ein herzliches Grüß Gott auch an all jene Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns per Livestream zugeschaltet sind. Die Denkwerkstatt bietet ja Raum für offenen Dialog und sie ist Teil des Rahmenprogramms der Internationalen Hanonkur-Tage und sie trägt heute den sehr spannenden Titel Ausgebildet, aber unfähig zum Ganzen. Nikolaus Hanonkur und die kreative Urkraft des undisziplinierten, entfesselnden Denkens. Das klingt erst einmal groß. Ich kann Ihnen versprechen, ist es auch. Das Thema ist sehr groß. Denn es geht heute nicht, wie man vermuten würde, wenn man hier in einer Landesmusikschule sitzt und zuhört, ausschließlich um Musik oder Kunst, und es geht aber auch nicht ausschließlich um Bildung oder Schule, sondern es geht um etwas Größeres. Es geht darum, wie Bildung heute gestaltet werden muss in einer Welt, die digitaler, vernetzter, komplexer und widersprüchlicher geworden ist. Und es geht darum, ob wir Kinder und Jugendliche und damit letztendlich uns selbst viel zu sehr erziehen für Spezialisierung, für Funktionieren, für Verwertbarkeit und viel zu wenig für andere Dinge, für Urteilskraft, für Fantasie, für Verantwortung, für Verbindungskompetenz oder, wie es Nikolaus Hanonkur ausgedrückt hat, für den Mut zum entfesselten Denken. Und er war ja hier auch eine sehr spannende Rollenfigur, denn dieses entfesselnde Denken ging ja bei ihm sehr weit hinaus. Er wollte nicht nur Noten lesen, und auch von seinen MusikerInnen hat er verlangt, dass die nicht nur Noten lesen oder nicht nur Noten nachspielen können, sondern dass sie die Welt dahinter verstehen. Spezialistentum war ihm deswegen von jeher ein Dorn im Auge, weil er der Meinung war, dass es den Blick absolut verengt. War er doch ein Mensch, der Kunst nicht als Dekoration sah, sondern als etwas zutiefst Essentielles der menschlichen Bildung. Ja, und genau darum geht es jetzt, und in den nächsten 60, 75 Minuten möchte ich genau darüber mit meinen Podiumsgästen sprechen. Wir reden über Bildung und Ausbildung, wir reden über Interdisziplinarität und Einengung, wir reden über Kunst, Kreativität, Innovation und Technologie, und wir reden, was denn junge Menschen, aber auch die Gesellschaft heute braucht und wie das Bildungssystem aufgesetzt werden sollte. Dazu freue ich mich jetzt auf meine Podiumsdiskussionsgäste, die ich schon angesprochen habe. Ich gehe es einmal der Reihe nach durch. Magistra Dr. Edda Polz. Sie ist Vizerektorin für Hochschulentwicklung und Forschung an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich. Sie ist Juristin und Bildungswissenschaftlerin und ihr Schwerpunkt liegt auf den Themen Begabungsförderung, künstliche Intelligenz und lebenslanges Lernen. Herzlich willkommen, Frau Polz. Daneben Professor Ernst Smole. Sie sind Obmann des Internationalen Nikolaus Hanonkur Forums. Sie sind schon sehr lange als Bildungsgestalter unterwegs, vor allem auch in der Bildungsbubble. Und Sie sind Verfechter eines Bildungsansatzes, der weit über das Funktionieren hinausgeht und damit den Nikolaus Hanonkur Gedanken nicht nur in die Bildung hineinträgt. Herzlich willkommen. Magister Georg Kapsch, er ist Unternehmer, Vorstandsvorsitzender der Kapsch AG, ehemaliger Präsident der Industriellen Vereinigung, und er verbindet vielleicht wie kein anderer Technologie, Innovation und menschenorientierte Führung, die er da immer mitdenkt. Herzlich willkommen. Und damit können wir auch gleich reinstarten in unsere Diskussion, und ich möchte da zwei Gedanken von Nikolaus Hanonkur mitgeben. Das eine ist, er hat gesagt, Grenzen kann man erst dann erkennen, wenn man sie überschritten hat. Wir werden schauen, welche Grenzen gibt es denn heute, vor allem im Bereich der Bildung, und wie können wir sie überschreiten. Und das Zweite, was er gesagt hat, und da ist schon die Anlehnung da zum heutigen Titel der Veranstaltung, er hat gesagt, junge Menschen haben ein Recht auf Bildung und nicht nur auf
Ausbildung. Was genau dahinter steckt, das frage ich jetzt meine Gäste hier auf der Bühne und ich möchte mit dieser Frage auch gleich hineinstarten. Ausgebildet, aber unfähig zum Ganzen. Was bedeutet denn das für Sie, Frau Polz? Zunächst mein herzliches Grüß Gott an Sie alle und mein aufrichtiger Dank an das Nikolaus-Harnoncourt-Zentrum der Anton-Bruckner-Universität. Ich freue mich sehr über die Einladung heute in dieser Denkwerkstatt und freue mich auf die Diskussion. Nun, ausgebildet und undiszipliniert, das sind sozusagen für mich die zwei Punkte, die herausstechen, auch aus bildungswissenschaftlicher Sicht. Denn ausgebildet werden wir von anderen, durch andere an Institutionen. Bilden können wir uns nur selbst. Undiszipliniert. Dazu fällt mir ein Spruch auf der Zeppelin-Universität, der lautet: Die Welt ist undiszipliniert, wir auch. Und ich denke mir, das passt auch wunderbar zu Nikolaus Harnoncourt, der sich ja auch nicht in Disziplinen hinein oder in Fächer hinein hat kategorisieren lassen, der jetzt nicht ausgebildeter Dirigent oder Musikwissenschaftler war und Autor, aber in diesen Bereichen und in dieser interdisziplinären Welt geglänzt hat. Ja, und zum Ganzen fällt mir, und ich glaube, wir werden auf diese Begriffe dann noch später eingehen, zum Ganzen fällt mir auch noch eine kurze Geschichte ein, eines Mannes, der jeden Tag über die Grenze geht mit einem Schubkarren voller Sand. Und die Zollwachebeamten durchsuchen jeden Tag diesen Schubkarren mit Sand und finden nichts. Und sie fühlen sich über die Tage hinweg dann in ihrer Ehre gekränkt und sichern ihm Straffreiheit zu, wenn er ihnen denn verrät, was er schmuggelt. Und seine Antwort war: Schubkarren. Also der Blick aufs Ganze ist nicht immer ganz leicht. Vielen herzlichen Dank, Frau Polz, für diese einleitenden Worte. Machen wir gleich mit Ihnen weiter, Herr Smole. Kern dieser Zuspitzung, ausgebildet, aber unfähig zum Ganzen, was bedeutet das vielleicht sogar aus kulturphilosophischer Sicht? Aus kulturphilosophischer Sicht bedeutet es, dass wir schon daran scheitern, das Ganze zu definieren. Das Ganze wird sehr, sehr unterschiedlich gesehen und ich erinnere mich mit Schrecken an mich selber, wie lange ich gebraucht habe, ganz, ganz wichtige Dinge zu erkennen. Ich habe Musik studiert, meine Frau hat Pharmazie studiert, wir haben dann gemeinsam den Beruf angefangen und bei den ersten Ferien habe ich meine Frau gefragt, was machen wir jetzt in diesen Ferien? Und dann sagte meine Frau, ich habe keine Ferien, ich habe nur 4 Wochen Urlaub. Ich wusste mit 23 Jahren nicht, dass nicht jeder Arbeitnehmer in Österreich 3 Monate Ferien hat wie die Lehrer. Ich wusste das nicht. Sie raten richtig, ich komme aus einer Lehrerfamilie und deswegen alle meine Onkel und Tanten haben alle Ferien gehabt. Von dem Moment weg wirf ich kein Steinchen auf irgendjemanden, der vom Ganzen eine andere Auffassung hat als ich. Ich glaube, dass die Beschäftigung mit der Frage, was ist das Ganze, die wesentlichste Sache ist. Meine Hauptarbeit ist seit 13 Jahren ehrenamtlich die Moderation eines sogenannten Bildungsplans für Österreich. Und da haben wir auf der Suche am Weg nach dem Ganzen ein Prinzip entwickelt. Das Prinzip war, Denkpause wie. Die Frage, was ist wann, warum, nachdenken, wie wichtig. Bei allen meinen Terminen liegt das auf den Tischen. Zurück geht diese Fragestellung auf einen österreichischen Autor und Journalisten, der gesagt hat, wir Österreicher versuchen die ganze Zeit zuerst die Schuhe und dann die Socken anzuziehen. Das trifft die Verhältnisse unglaublich gut und ich erwische mich selber immer dabei, wie ich bei Diskussionen immer zu meinen Steckenpferd-Themen komme und abschweife und dann mich zur Disziplin rufen muss, sagen, was ist für die heutige Zielsetzung wirklich wichtig? Und da kommt man wirklich rasch weiter.
Die Frage der Bildung und Ausbildung ist differenziert zu sehen. Der Begriff Ausbildung hat einen zu negativen Klang bekommen in den letzten Jahren, finde ich. Es geht um Ausbildung insofern, weil es ja so ist, dass das Lesen, Schreiben und Rechnen nicht alles ist. Aber wenn Sie in die Bildungsgeschichte zurückschauen, ohne Lesen, Schreiben und Rechnen ist alles andere bitte nichts. Das muss man in aller Härte sagen. Vielen herzlichen Dank auch für Ihr Eingangsstatement. Herr Kapsch, das mit den Schuhen und den Socken hat einmal wunderbar geklappt. Schubkarren haben Sie auch keinen hereingeschmuggelt. Ausbildung und Bildung aus Sicht der Wirtschaft, wie sehen Sie das? Ja, ich habe gefürchtet, dass die Frage kommt, weil ich die Dinge meistens ungern aus der Sicht der Wirtschaft beantworte, weil die Wirtschaft an sich kein Selbstzweck ist, sondern nur dazu dient, und das gilt für jedes einzelne Unternehmen. Das sehen manche anders, das weiß ich. Dazu dient, den Wohlstand der Menschen und den Wohlstand der Gesellschaft zu erhöhen. Das ist der einzige Sinn unseres Wirtschaftstreibens. Das ist zumindest meine Auffassung. In der Wirtschaft hat es sich natürlich auch über die Jahrzehnte geändert. Ich laufe seit 40 Jahren Sturm gegen, und jetzt schon langsam verändert sich das Bild auch, gegen das Thema, wir brauchen Spezialisten, wir brauchen gut ausgebildete Leute. Ich meine, jetzt spreche ich nicht vom Lesen, Schreiben, Rechnen. Das ist für mich eher in der Bildung zu sehen, aber ist okay. Wir reden vom selben. Also das ist einmal eine Basis. Und für mich ist wichtig, dass die Menschen eine Bildung haben. Ja, die Menschen sind selbstverantwortlich für die Bildung. Sie sind selbstverantwortlich. Ich glaube aber, man muss sie dazu motivieren. Es gibt nur ganz wenige, und ich habe 2 Söhne. Der eine ist selbst motiviert, den anderen musste ich motivieren. Also ich glaube, da gibt es schon ein Element. Und jetzt ist aus der Sicht der Wirtschaft die Bildung immer wichtiger. Warum? Weil wir genügend Tools haben, die Spezialistenfunktionen eigentlich ersetzen können. Aber noch nicht, und ich betone noch nicht, so weit sind, dass sie Generalistenfunktionen ersetzen können und dass sie ganzheitliches Denken ersetzen können. Was aber, und damit komme ich schon zum Ende, weil sonst wäre ich zu lange, was aber besonders wichtig ist in einer Zeit der verstärkten, ich sage jetzt, Toolisierung, wir verwenden immer mehr Tools, ohne Dinge selbst zu machen, ist die Fähigkeit zu reflektieren, die Fähigkeit zu erkennen, was tut dieses Tool. Werde ich gerade motiviert, manipuliert von einem Algorithmus oder nicht? Und diese Fähigkeit habe ich nur, wenn ich eine ganzheitliche Bildung habe. Ja? Vielen herzlichen Dank. Reflexion bzw. Urteilskraft waren ja auch Attribute, die Nikolaus Harnoncourt total wichtig waren. Ich möchte da noch ein bisschen draufbleiben auf Bildung. Für Bildung ist man selbst verantwortlich. Wie kann man denn die Kinder, Jugendlichen in die Selbstverantwortung bringen heute? Ich denke, wir müssen als Pädagoginnen und Pädagogen Möglichkeitsräume schaffen. Kinder müssen die Möglichkeit haben, sich ausprobieren zu können, und zwar in einem geschützten Raum, innerhalb von Grenzen und mit Grenzen, also Grenzen, die schützen. Aber nur wer Grenzen überschreitet, kann sich letztlich wirklich weiterentwickeln. Also wir sehen es uns unsere Aufgabe als Pädagoginnen und Pädagogen, Kindern Möglichkeiten aufzuzeigen. Und in einer Welt, wo wir per Knopfdruck eigentlich das gesamte Weltwissen abrufen können, ist es notwendig, dass wir wenigstens wissen, was wir wissen können wollten, wenn wir uns dafür interessieren. Also wir können uns auch nur für Dinge interessieren, die wir kennenlernen dürfen. Und darum, Sie haben von den Generalisten gesprochen, ja? Die Volksschullehrperson ist ja eine Generalistin oder ein Generalist, also zuständig für alle Fächer.
Und darin sehe ich eine Chance, aber auch eine Herausforderung. Denn Generalisten sind eben ausgebildet in allen Fächern, aber nicht spezialisiert, klarerweise. Und darum würde ich ja auch persönlich für ein beschränktes Fachlehrertum additiv plädieren, zusätzlich sozusagen zu den Generalisten, damit eben beispielsweise Fächer wie Musik, von denen wir wissen, dass sie am meisten ausfallen in der Volksschule, trotzdem wirklich stattfinden. Denn sonst können die Kinder sonst haben sie niemals die Chance, mit Musik wirklich in Berührung zu kommen und eventuell ihre Interesse dafür auch zu entdecken und ihre musikalischen Fähigkeiten dahingehend zu bilden. Eines möchte ich noch bei Ihnen aufgreifen, Frau Polz. Wir haben hier sicherlich Eltern oder auch Großeltern sitzen. Jetzt sagen Sie, wir müssen Möglichkeitsräume schaffen. Das klingt total super. Wie schafft man denn solche Möglichkeitsräume? Vielleicht sogar zu Hause, aber natürlich einmal im Bildungssystem primär. Also in der Schule brauchen wir Lehrpersonen, die mutig sind, die auch den Mut haben, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, die auch Grenzen überschreiten. Und wir wissen ja, wir haben diesen fächerverbindenden oder den fächerübergreifenden Unterricht und beispielsweise im fächerverbindenden Unterricht, also im fächerübergreifender Unterricht, da werden die Fächer sozusagen aufgelöst. Im fächerverbindenden Unterricht hingegen, da werden die Disziplinen einander gegenübergestellt und auch die jeweiligen Terminologien betont, also sozusagen die Unterschiede und auch die Grenzen durchaus wahrgenommen, aber eben auch das Verbindende. Und dadurch entstehen Möglichkeitsräume, dass Lehrpersonen Kindern eröffnen, was eigentlich die Welt alles zu bieten hätte. Herr Kapsch, vielleicht gehe ich zu Ihnen. Disziplin ist ein Teilwort von der Interdisziplinarität, die ja auch hier in den Vorgesprächen immer schon gefallen ist. Wie fördert man denn jetzt in einem Unternehmen Interdisziplinarität, beziehungsweise wie weit ist denn das schon angekommen? Denkt man hier noch in Abteilungen oder schon interdisziplinär? Also wir müssen in Wertschöpfungsketten denken. Und Wertschöpfungsketten gehen ineinander über oder die Teile von Wertschöpfungsketten gehen ineinander über. Und diejenigen, die am Beginn der Wertschöpfungskette stehen, müssen eigentlich wissen, was am Ende der Wertschöpfungskette herauskommt. Und die, die am Ende der Wertschöpfungskette stehen, müssen eigentlich wissen, was die am Anfang tun. Ansonsten haben sie nie einen reibungslosen Prozessfluss. Sie haben eine Silobildung und Silos sind nie gut, weder in der Politik noch in der Wirtschaft. Und das versuchen wir natürlich zu fördern. Das versuchen wir zu fördern über das Thema Leadership. Und zwar, wir nennen das Servant Leadership. Das heißt, eigentlich sind die Führungskräfte dazu da, zu dienen. Und ich muss eigentlich der oberste Diener sein. Und ich weiß nicht, ist es Raimund oder Nestor gewesen, das weiß ich jetzt nicht, der sagt, sei ein guter Herr erst deinen Dienern, dann erst sind sie gute Diener ihres Herrn. Das heißt, es hat eine Wechselwirkung. Und wir müssen alle von allem etwas verstehen. Und das ist viel wichtiger als früher, weil die Welt viel komplexer geworden ist. Und wenn Sie nicht einen gewissen Überblick haben, dann können Sie Ihre spezifische Aufgabe auch nicht in dem Ausmaß erfüllen, wie Sie sie erfüllen sollten. Ich meine, ich kann auch Bonbons erzählen, wenn Sie das wollen. Also ich gehe relativ oft mit meinem Vertrieb zu Kunden und manchmal denke ich mir, was erzählt der jetzt dem Kunden da? Der hat ja keine Ahnung. Der hat ja wirklich keine Ahnung, wie die Dinge zusammenhängen. Und das muss man einfach fördern. Und das fördert man nur durch Kollaboration, durch gegenseitiges Verständnis und es geht weit über die fachliche Bildung hinaus. Das ist eine Persönlichkeitsfrage.
Das ist eine Frage von sozialer Kompetenz. Vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt 3 schon sehr spannende Perspektiven hereingeholt durch unser Eingangsstatement. Und Herr Smoler, ich hole Sie gleich noch einmal ein bisschen enger dazu, zu den Themen, die bis jetzt gefallen sind. Aber ich möchte jetzt schon einmal zusammenfassen, weil wir sind schon tief in den Gedankengut von Nikolaus Harnoncourt drinnen, nämlich das ist das vernetzte Denken, Denken in Zusammenhängen etc. In einer Welt, wo wir eigentlich wo es stark um Wissensvermittlung geht eben dieses Denken in Zusammenhängen und vernetztes Denken mehr und mehr verloren. Das heißt, auch dieses Trennen von Disziplinen, wie wir es heutzutage oftmals erleben im Bildungssystem, sollte eigentlich immer mehr an den Rand gestellt werden. Oder, Herr Smoler? Es muss genau das geschehen, was der Herr Präsident Kapsches gerade gesagt hat. Danke, dass Sie den Bildungsplan zitiert haben. Dort steht drinnen, jeder Spezialist muss wissen, um was es in jenen Bereichen, mit denen er kooperiert oder von denen er abhängig ist, worum es dort geht. Und genau daran mangelt es. Ich arbeite seit einem halben Jahrhundert jetzt in dem Bereich der Bildungsentwicklung sehr, sehr viel auch mit tertiären Einrichtungen zusammen. Da ist zu bemerken ein schwieriger Paradigmenwechsel. Universität und Wissenschaft war irgendwann einmal ein Bereich, wo man gesagt hat, die wissen alles. Und Leute aus diesem Bereich haben sich auch geäußert zu vielen verschiedenen Themen in der Regel. Und das hat sich völlig geändert. In den letzten 15 Jahren hört man von Universitätsangehörigen in erster Linie, das ist außerhalb meiner Expertise, dazu kann ich mich nicht äußern. Und diese Bereiche werden immer schmäler, sodass eben die Expertisen immer schmäler werden. Das äußert sich so, für den Bildungsplan werden Konzepte entworfen, die gehen an Wissenschaftler, die uns helfen und die kommentieren dann verschiedene Abschnitte. Und da ist es dann so, dass wir bei diesen Kommentaren dann bestimmte Kommentare haben und dann fragen wir nach, und wie sehen Sie die anderen Abschnitte, die anderen eben Teile, das ist die Antwort dann, ist außerhalb meiner Kompetenz, dazu kann ich nichts sagen. Wenn eine Sache in ein und demselben Dokument vorkommt, existiert da nichts allein. Da war vor 30, 40 Jahren das kein Problem, ein Generalgutachten darüber zu kriegen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Aber vielleicht eine Sache noch, weil sie wirklich so brennend ist. Sie haben Selbstverantwortung, Bildung genannt. Unsere Arbeit am Bildungsplan zeichnet sich dadurch aus, dass wir überhaupt über nichts jammern, weil es gibt genügend Leute, die jammern. Wir versuchen mit Hilfe von Wissenschaftlern ganz einfach herauszukriegen, warum ist Zustände, die wir bejammern, wie das geworden ist. Und in Bezug auf die Selbstverantwortung gibt es ein ganz, ganz klares Bild. Zu Beginn der 70er Jahre hat eine kulturpolitische Richtung begonnen, die geheißen hat, Elternwünsche haben in der Schule und in der Bildung absoluten Vorrang. Die Regierungserklärung damals von 1972 hat das auch drinnen gehabt. Diese Äußerung hat Panik hervorgerufen, manches Mal. Der Wunsch der Eltern waren, diese Wünsche sind erhoben worden, quer durch die Schichten, möglichst gute Noten für die Kinder, damals noch ein Synonym für gute Leistungen, und möglichst keine Befassung des Familienlebens mit Schuldingen. Die Folge waren Dinge, die Sie alle kennen, Schule ohne Schultasche ist das Stichwort für, wir brauchen daheim nichts mehr von der Schule, und bis heute versprechen, wie unsere Analysen der Wahlreklame der letzten Jahrzehnte gezeigt hat, die Wahlwerbung über Bildung ausschließlich die Botschaft, liebe Eltern, ihr braucht euch um nichts zu kümmern, der Staat macht alles für eure Kinder. Und erst jetzt in der Panik in den letzten 2, 3 Jahren um die verschiedenen schlechten Tests entdeckt man auf einmal wieder die Verantwortung der Eltern, und da waren die Eltern leider in dieser langen Frist sehr lernfähig, diese Verantwortung auf Drängen der Politik wirklich zurückzulegen. Und jetzt müssen wir, und wenn Sie das als Retro bezeichnen, dann tun wir das als Retro bezeichnen, da müssen wir einen Weg jetzt zurückgehen. Und wir müssen bitte von der Bildungspolitik her eingestehen, dass wir in eine falsche Richtung gegangen sind. Das gehört dazu einfach. Frau Polz, Selbstverantwortung, wir haben gehört, leider die Noten. Kann ich Selbstverantwortung abschaffen, indem ich keine Noten mehr gebe? Also die Noten sind natürlich ein schwieriger Punkt, und dazu fällt mir wieder eine Geschichte ein. Lisa kommt nach Hause und sagt, Mama, Mama, ich habe einen Einser bekommen, während der Leon nach Hause kommt und sagt, Mama, er hat mir einen Fünfer gegeben.
Ich glaube, Kinder brauchen einen Raum, wo sie Fehler machen dürfen. Und ich glaube, wir brauchen eine neue Fehlerkultur. Es muss möglich sein, aus Fehlern zu lernen. Und wir gehen ja an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich auch einen neuen Weg auch durch die KI sozusagen initiiert. Es ist ja längst nicht mehr die Frage, ob wir mit KI oder durch KI oder ohne KI lernen, sondern die Frage ist sozusagen, wie integrieren wir KI ins hochschulische System. Und auch hier stellt sich natürlich die Frage der Notengebung, denn es ist völlig sinnlos, Studierenden einen schriftlichen Arbeitsauftrag zu geben, den die KI in wenigen Augenblicken erledigen kann. Und daher sind wir dazu übergegangen, weg von der reinen Produktbeurteilung und hin zur Prozessbegleitung. Das bedeutet, dass wir unsere Studierenden im Arbeitsprozess, im Erstellungsprozess einer Bachelorarbeit oder auch einer Masterarbeit begleiten. Dazu gibt es auch eben die unterschiedlichsten beurteilungsrelevanten Gespräche. Und das bedeutet auch, dass dieser Begleitungsprozess mit in die Beurteilung einfließt. Das heißt, es wird einfach nicht nur das Endergebnis beurteilt, sondern der ganze Weg, wie man sozusagen also es ist eigentlich dann der Weg das Ziel und nicht nur das reine Produkt. Eine Aussage möchte ich aufgreifen, Fehlerkultur im Unternehmenskontext, Herr Kapsch. Wie geht man in Ihrem Unternehmen oder auch historisch gesehen in den Unternehmen, wo Sie waren, beziehungsweise wo Sie Expertise haben und tiefer reinschauen können, wie geht man denn da um mit einer aktiven Fehlerkultur? Darf man Fehler machen in einem Unternehmen? Und die zweite Frage, die ich gleich dran setzen möchte, ist, einige Unternehmen gehen weg von einer bonusabhängigen Zielsetzung, also dass man sagt, man kriegt am Anfang des Jahres Ziele und wenn man die alle erreicht hat, kriegt man am Ende des Jahres einen Bonus von 10.000 € oder mehr. Das ist quasi dieses ich vertraue dir nicht so ganz, ich vertraue dir nur, wenn ich dir einen Bonus gebe. Das heißt, mit dieser Karotte vor der Nase bringt natürlich für die Selbstverantwortung vielleicht relativ wenig. Also das eine ist Selbstverantwortung, braucht es eine Fehlerkultur und wie wird die gelebt im Unternehmen? Und das zweite ist, wie gehen Sie denn mit der Fehlerkultur um, beziehungsweise wie schaffen Sie es, die Leute zu motivieren, in die Selbstverantwortung zu kommen, wenn es vielleicht auch gar keinen Bonus mehr gibt? Also zum ersten Fehlerkultur, das ist von Unternehmen zu Unternehmen völlig unterschiedlich. Wir haben eine Fehlerkultur, bei uns kann jeder Fehler machen, ja, jeder. Und ich glaube, ich habe in meinen 40 Jahren noch niemanden und auch meine Führungskräfte, niemanden gekündigt aufgrund eines Fehlers. Ich meine, wenn der Fehler Betrug heißt, ist das was anderes. Aber ein fachlicher Fehler, deswegen ist bei uns noch nie jemand gekündigt worden. Das Eigenartige an der Sache ist allerdings, dass trotzdem viele nicht mutig genug sind, ihre Fehler auch zuzugeben. Und ich verstehe es nicht, weil ich lebe es vor. Ich sage allen, okay, hier habe ich einen Fehler gemacht, tut mir leid, Kommando Retour, ihr hattet recht, wir machen es doch anders. Und nicht einmal dieses Vorleben führt dazu, dass die Menschen den Mut aufbringen, zu sagen, Pech gehabt, habe einen Fehler gemacht. So what? Passiert jedem. Die zweite Frage nach dem Bonus. Ich war immer ein Gegner von Bonifikationen. Immer. Und ich habe gesagt, was man machen kann, ist ein Spotbonus. Also wenn jemand eine grandiose Leistung erbringt, kriegt er einen Bonus. Wogegen ich aber bin, ist, dass ich mir am Anfang des Jahres ausrechnen kann, was am Ende des Jahres herauskommt, wenn ich was erfülle. Ich habe, das ist schon lange her, alle Boni abgeschafft, gehabt, muss ich dazu sagen, und habe gesagt, ich mache eines, ich erhöhe die Lohn- und Gehaltssumme auf das Niveau, das ihr bei 100% Erreichung des Bonus gehabt hättet. Aber es gibt ab sofort keinen Bonus mehr. Weil ihr beschwert euch immer, dass unser Geschäft so volatil ist
und dann kriegt er in einem Jahr gar nichts, im anderen Jahr kriegt er Überbonus. Hör mal auf damit. Gib keinen Bonus, gib nur mehr für ganz besondere Leistungen einen Spotbonus. Ja, wunderbar. Dieselben Leute kamen 2 Jahre später und haben sich beschwert, dass sie keine variablen Gehälter mehr haben. Dieselben Leute. Und das ist auch kulturabhängig. In Schweden können sie sowas machen. In Schweden geht das wunderbar. Das ist eine egalitäre Gesellschaft. Denen gefällt es gar nicht, wenn ein anderer so weit weg ist von ihnen oder so weit drunter oder so weit drüber. In Amerika können sie das zum Beispiel überhaupt nicht machen. Also die Amerikaner, da habe ich einmal etwas gemacht, ich habe dem Top-Management 1/3 des Bonus weggenommen und habe das auf die in Amerika sogenannten, ich hasse diesen Ausdruck, Blue-Collar-Worker verteilt. Weil ich gesagt habe, das ist gerechter. Mehr habe ich nicht gebraucht. Mir hatte fast die halbe Führungsmannschaft gekündigt aufgrund dessen. Also das ist auch sehr kulturspezifisch. Ich bin ein Gegner, aber ich gebe zu, ich habe mich nicht durchgesetzt, im eigenen Unternehmen nicht. Ich musste nachgeben. Karotte vor der Nase, Herr Smolle. Wie kriege ich die Kinder und Jugendlichen in die Selbstverantwortung? Indem wir den künftigen Generationen sehr gute Ratschläge machen jetzt, wie das gehen könnte. Wenn Sie vielleicht noch erlauben zur Notensache, weil das eine ganz, ganz brennende Sache ist. Die Frage Noten, ja oder nein, soll man nicht generalisieren. Ich denke da zum Beispiel an Ludwig van Beethoven, ein nicht ganz unbekanntes Stück von ihm, wäre bei einer Aufnahmeprüfung für Komposition in der damaligen Zeit ein glattes Nicht genügend gewesen. Warum? Die Aufgabe an einem Sonatenhauptsatz, an das Hauptthema ist, fest klarzumachen, ob es um Dur oder um Moll geht und klarzustellen, ist es ein gerader oder ein ungerader Takt. Und genau das macht der Anfang der 5. Beethoven bitte nicht. Setzen Sie sich zum Klavier und probieren Sie die beiden Varianten aus. Das wäre ein glattes Nicht genügend. Schauen Sie in die Welt, so viele Kunstwerke verletzen so viele Regeln. Ein Lied, das auch nicht ganz unbekannt ist, weist gleich 4 schwere Kompositions- und Stimmführungsregeln auf und gilt nach den Kriterien der damaligen Zeit als nicht singbar. Sie werden es nicht glauben, Stille Nacht, Heilige Nacht ist das. Und das sagt uns zumindest in den künstlerischen Fächern, bitte schenken wir uns die Noten anders. Und wenn ich als Fundamentalist für das Lesen, Schreiben und Rechnen, und da hier gilt jetzt, dann bin ich stolz drauf, ist, wir müssen bei diesen Grundkompetenzen ganz, ganz große Klarheit für die Eltern schaffen, was können die Kinder in diesen Bereichen. Und da ist mir jeder standardisierte KI und sonst Test recht, wenn er nur schwindelsicher ist. Wir belügen die Eltern in diesem Bereich und das ist ein wirkliches Krimen, dass wir das tun. Es wird Ihnen jeder Historiker, jeder Zukunftsforscher sagen, am Beginn des Zusammenbruchs von Hochkulturen stand immer der Verlust der Schriftlichkeit, aus welchen Gründen immer. Und wenn wir uns die Ergebnisse der Universität Wien anschauen, die die Entwicklung der durchschnittlichen Intelligenz messen, seit genau 25 Jahren geht die durchschnittliche Intelligenz zurück, nicht nur in Österreich, sondern in den Industriestaaten überhaupt. Wir sind bereits jetzt am Bröckeln, wie das genannt wird. Wir können das nur aufhalten, indem wir wirklich ehrlich sind und den Kindern sagen, du kannst das nicht und du hast keine selbstbestimmte Zukunft, wenn du das nicht kannst. Das brauchen wir. Und völlige Liberalität und meinetwegen ein sehr gut für alle Regelverletzer im Kunstbereich und im Musikbereich. Wenn du das nicht kannst, diese Aussage möchte ich aufnehmen. Frau Polz, was müssen denn Kinder heute können, Ihrer Meinung nach? Wovon brauchen wir mehr und wovon vielleicht ein bisschen weniger? Ja, das ist die Frage nach, was brauchen wir in Zukunft, um sozusagen für eine ungewisse Zukunft vorbereitet zu werden. Es gibt ja das Wort, dass in der Schule die Kinder von heute durch Lehrer von gestern für die Herausforderungen von morgen vorbereitet werden sollen. Und das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Also die Frage ist sozusagen, was sind diese Futures Literacy? Ja, was sind sozusagen die Zukunftskompetenzen? Und wenn man sich überlegt, was sind überhaupt Kompetenzen, also im Sinne von
also kompetere, also komm zusammen und petere etwas anstreben. Also was gilt es anzustreben? Nun, ich denke, das können wir so nicht eindeutig beantworten, denn sonst wüssten wir, wie die Zukunft funktioniert. Einerseits müssen wir aus meiner Sicht aus der Vergangenheit lernen, also die Vergangenheit zeigt uns, und es wiederholen sich immer wieder Dinge aus der Vergangenheit, dadurch können wir zwar nicht die Zukunft voraussagen, aber wir können sie besser einschätzen. Das ist das eine. Das andere ist, sich Zukünfte vorzustellen auch. Also diese Fähigkeit, sich auch gute, positive und unterschiedliche Zukünfte vorzustellen. Das ist bei uns auch ein Thema der Pädagogischen Hochschule, Futures Literacy. Und wir haben auch den UNESCO-Lehrstuhl für Teaching and Learning in the Anthropocene, also im Menschenzeitalter. Das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich genau damit. Und wenn wir jetzt uns überlegen, also Kompetenzen können wir ja auch nicht lehren. Kompetenzen kann man sozusagen nur erwerben. Und Menschen kann man auch nicht wirklich ausbilden. Ein Mensch kann sich nur sich selbst bilden und weiterentwickeln. Natürlich sind die Grundkompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen, die sind natürlich unabdingbar. Das ist, glaube ich, unstrittig. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diese utilitaristische Verteidigungssituation kommen, dass wir uns überlegen müssen, dürfen wir uns noch Lateinstunden leisten oder dürfen wir uns Musikstunden leisten? Ich glaube, wir müssen uns diese leisten und es muss auch nicht immer alles nützlich und umsetzbar automatisch sein, 1:1. Vielen Dank. Wir sprechen von Zukunftskompetenzen. Herr Kapsch, sind es wirklich Zukunftskompetenzen oder sind das Kompetenzen, die ich heute schon brauche? Und was ist aus Ihrer Sicht wichtig an Kompetenzen zu haben, wenn man heute in ein Unternehmen einsteigt wie Ihres? Also wir brauchen heute schon Kompetenzen, die wir nicht haben. Und ich behaupte, wir brauchen Kompetenzen, die eine Generation davor hatte. Wir haben eine verlorene oder sogar 2 verlorene Generationen. Und ich tue mir da natürlich ein bisschen schwer jetzt, weil Sie aus dem Bildungssektor kommen. Ich glaube aber, es sind so viele Fehler passiert in der Bildungspolitik. Wir haben tausende Schulversuche gehabt, die alle wieder oder der Großteil wieder abgedreht wurde. Jetzt frage ich mich, wozu hatten wir das? Aber das Wesentliche haben wir aus den menschlichen Köpfen nicht rausgebracht, nämlich diese Grundfrage, wozu brauche ich das? Und diese Grundfrage ist eigentlich furchtbar, weil sie am Ende reduziert wird auf das Materialistische, auf rein das Materielle und nicht auf das Geistige. Und wir können, und da gebe ich Ihnen recht, die Menschen nicht für die Zukunft ausbilden, weil wir nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Vor 100 Jahren hat man ungefähr noch sagen können, wie die Zukunft in 30 Jahren aussieht. Aussehen möge, abgesehen von Kriegen und solchen Konflikten. Aber technisch, gesellschaftlich, heute, mit der Dynamik, können wir das nicht. Das heißt, die Anforderung ist eigentlich, Menschen so aufzustellen, dass sie extrem agil und flexibel auf Veränderungen reagieren können. Das bedarf aber einer wirklich guten Basis. Und ich meine, Noten hin oder Noten her, ich bin schon einer, der Meinung ist, es braucht Noten. In der Musik braucht man nicht unbedingt Noten, aber man muss die Menschen motivieren zur Musik, weil gerade die Musik dazu führt, dass sich das Gehirn in einer bestimmten Art und Weise bildet. Also das ist ein Punkt, ich bin eigentlich schon eher in Richtung Noten und das Thema Frontalunterricht, ich behaupte jetzt, aber das würde mich interessieren, wie Sie das sehen, ich behaupte, dass wir waren 36 Schüler in einer Klasse, auch in der Volksschule.
Wir haben einen Frontalunterricht gehabt. Aber ich behaupte, trotz dieser Konstellation haben wir am Ende mehr interdisziplinär gedacht und mehr gewusst als die heutigen Absolventinnen und Absolventen, auch an den Hochschulen, die obendrein noch einen viel höheren Stress haben als wir, was ich ja noch weniger verstehe, und darunter noch mehr leiden, als wir vielleicht gelitten haben. Also, da muss irgendwas passiert sein. Ich weiß nicht was, aber Sie werden das besser wissen. Also Sie sind die Spezialistin, ich bin ein Amateur. Und vielen Dank. Ich habe hier schon im Publikum so einiges an Gemauschel gehört. Deswegen möchte ich da jetzt vielleicht noch ein bisschen tiefer drinnen bleiben. Wir haben auch im Publikum die von Ihnen benannte verlorene Generation sitzen. Was meinen Sie denn, dass wir 2 Generationen verloren haben? ich meine, dass wir in der Bildung schlicht und ergreifend einen falschen Weg gegangen sind. Und wir haben ein durchaus antiquiertes, auf Maria Theresia beruhendes, also 250 Jahre altes Bildungssystem einfach ersetzt durch etwas, das nicht komplett durchdacht war und am Ende nichts Besseres gebracht hat. Wir haben keine besser gebildeten und ausgebildeten Menschen, wir haben keine zufriedeneren Menschen, wir haben keine glücklicheren Menschen. Wenn wir das alles hätten, würde ich sagen, wunderbar. Vielen Dank für dieses tiefer Reintauchen und Erklären, Herr Smolle. Sie sind nicht mehr glücklich, also nicht Sie, die junge Generation ist nicht mehr glücklich. Wir haben 2 Generationen verloren, das Bildungssystem, früher war alles besser. Wie stehen Sie dazu? Na, Entschuldigung, ich habe nicht gesagt, früher war alles besser. Im Bildungssystem. Ich sage nur, wir haben etwas weggeworfen, das nicht optimal war, aber nicht durch etwas ersetzt, das wirklich gut war. Bitte, vielen Dank für darauf diese, lege Wert. Ja, vielen Dank für dieses ich bin ein ewig Gestriger. Feintunen. Nein, vielen Dank für dieses Feintunen. Aber was haben wir denn verloren entlang des Weges, Herr Smolle? Oh. Und Sie setzen sich ja schon sehr lange damit auseinander, auch quasi eine Bildungsstrategie für Österreich zu definieren und umzusetzen. Und an dieser arbeiten Sie auch schon sehr lange. Wo verlieren wir, wo gewinnen wir? Es fängt kurz sehr trocken an jetzt und dann gibt es aber eine Pointe. Danke für die Vorwarnung. Die nicht zu, geht halt nicht. Unsere Arbeit beim Bildungsplan ist ausschließlich eine Suche nach Best Practice. Wir suchen beste Schulen, beste Firmen, beste Berufsschulen, beste Schulleitungen. Wir sind keine Journalisten von Falter und Profil, die herumstirdeln und schauen, wo finden wir etwas besonders Mieses, das wir verallgemeinern können. Das tun wir nicht. Aber dennoch, allein auf der Suche nach Best Practice strömen auf uns Dinge ein, die unglaublich sind. Leider im Negativen. Da geht es um massive Dienstpflichtverletzungen, wenn Lehrer nicht da sind, die da sein sollten, wenn das ist, wenn das ist, wenn das ist, wenn das ist. Und wenn man dann im Ministerium für Schulkontrolle verantwortlichen Sektionschefs spricht, schaut einen der Kerzengrad an und sagt, diese Zustände sind uns alle bewusst. Wenn ich dann frage, was tun Sie dagegen, ist die Antwort, in unserem System kann man dagegen nichts tun. Und jetzt kommt die Pointe. Es gibt eine Untersuchung der Universität Toulouse vor ungefähr 10 Jahren. Diese Studie hat untersucht in rund 50 Ländern das Verhältnis zwischen der Größe und der Kosten von Schulverwaltungen und der Einwohnerzahl und hat daraus ein Mittel errechnet an. Diese Rechnung hat für Österreich erbracht, dass die österreichische Schulverwaltung, in der man nicht einmal schulschwänzende Lehrer disziplinieren kann, dass diese Schulverwaltung in Österreich von ihren Ausdehnungen und von den Kosten her angemessen wäre für einen Staat mit 65 Millionen Einwohnern. Historiker schauen uns ganz kühl an und sagen, na klar, das war die Einwohnerzahl der Monarchie, das ist genau das Gleiche. Aber jetzt kommt leider noch eine Pointe, die noch ziemlich jung ist.
Dann wurde weitergerechnet, wie das Verhältnis ist seit der Bildungsreform 2017, wo zusätzlich diese Bildungsdirektionen und Schulcluster und. Da war die Hochrechnung, jetzt sind wir auf 85 Millionen Einwohner oben. Und das ist ganz einfach, das ist nur vorläufig lustig und es ist genau das die Aufgabe jetzt dieser Föderalismus-Reformgruppe, die arbeitet, in der wir auch drinnen sind, von direkt drinnen sind und indirekt drinnen sind, die laboriert bitte auch an dieser Disziplinenfrage, die man vielleicht an einem Beispiel ganz signifikant festmachen kann. Es gibt ganz berühmte Staatsrechtler in Österreich, die internationalen Rang haben. Einer davon ist der Herr Professor Wieland gewesen, der leider schon verstorben ist, der uns beim Bildungsplan sehr hilft. Der hat die Meinung vertreten, macht bitte im Föderalismus alles so wie in der Schweiz. Es gibt nichts Besseres als das, macht es so wie in der Schweiz. Und dann sind schüchtern aufgestanden die Historiker und haben gesagt, naja, die Schweiz hat andere historische Voraussetzungen. Soziologen und Ethnologen sind gekommen, die Schweiz hat andere ethnologische Voraussetzungen, da ist alles irgendwie anders. Und die Antwort der Staatsrechtler ist, wir sind keine Historiker, keine Ethnologen, keine Soziologen, wir sind Staatsrechtler, Punkt. Dabei bleiben wir. Diese Disziplin ist nicht dazu bereit, zu dem, was wir besprochen haben früher, sich ganz einfach zu öffnen gegenüber den Disziplinen, die ganz einfach engstens verbunden sind mit den Problemen, die gelöst werden müssen. Und da ist diese Reformarbeitsgruppe jetzt teilweise auf einem zumindest so guten Weg, wie er in dem Ausmaß noch nie gut gewesen ist. Ob der Weg gut genug sein wird, das werden wir irgendwann erfahren, hoffen wir es. Ein kleines Eintauchen, wo gibt es denn schon hier konkrete Maßnahmen? Wo könnte ich denn diesen Bildungsplan schon spüren? Der Bildungsplan ist mit einigen wesentlichen Dingen schon in bestehenden Gesetzen drinnen. Im Pädagoginnenbildungsreformgesetz vom Jahr 2024 und auch in vielen sehr guten Dingen, die Wiederkehr jetzt plant. Nicht alle Dinge sind dort also mit uns d'accord, aber diese Spuren sind schon ganz deutlich. Wir machen nur eins, wir reden nicht viel darüber. Wir erheben auch kein Urheberrecht auf diesen Bildungsplan. Von der letzten Regierung hat nun sowohl der Bundeskanzler gefragt, ob er abschreiben darf vom Bildungsplan und das Bildungsministerium auch. Dürfen wir abschreiben? Ja, gerne. Es wurde ganz offiziell abgeschrieben in einer Arbeitsgruppe und wir verzichten völlig auf jegliche Präsenz der Inhalt der personellen Art oder so irgendwie. Das ist der schönste Weg. Deswegen, weil eine Sache eint alle, mit denen wir reden. Wir wollen das Beste für die Kinder. Aus. Darum geht es. Und die Wissenschaft ist heute so weit, dass sie uns sehr genau in allen Bereichen sagen kann, was das Beste für die Kinder tatsächlich ist, obwohl es verschiedene Wege gibt. Also es schaut gut aus für die Zukunft, wenn wir all das nutzen, was wir mittlerweile wissen. Also ich bin ja nur froh, dass etwas geblieben ist, nämlich das ist das Abschreiben, also das gab es auch schon zu meiner Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie das Kabarett von Klaus Eckel kennen, der genau dieses Problem, das auch Herr Kapsch angesprochen hat, beschreibt, nämlich wenn jemand zu Zeiten Maria Theresia auf die Welt gekommen ist und dann durch eine Zeitkapsel fliegt und heute wieder rauskommt, dann sieht er Menschen und eine Welt, die überhaupt nicht versteht, mit Internet, mit irgendwelchen komischen Devices, auf die die Leute so schauen, mit Wissen, das überall abrufbar ist, mit Autobahnen, mit schnellen Autos. Und dann kommt er in eine Schule und denkt sich, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl. Jetzt habe ich aber gemerkt, Frau Polz, Sie wurden schon langsam unruhig auf dem Sessel, wie der Herr Kapsch zum Sprechen begonnen hat und haben sich viele Notizen gemacht. Hat sich das Bildungssystem verschlechtert, nicht verändert? Und wo hat es sich verändert, dass wir sagen, die Jugendlichen haben doch andere Kompetenzen, die sie für heute brauchen? Also zunächst einmal sind wir in der Schule nicht mehr die einzigen Wissensvermittler. Das waren wir sozusagen noch, wie wir in die Schule gegangen sind, da waren die Lehrpersonen die Quelle des Wissens oder man hat ein Lexikon zu Hause gehabt, da hat man nachschlagen können. Und insofern war der Frontalunterricht sehr berechtigt und ich habe auch heutzutage nichts gegen den Frontalunterricht. Also ich denke mir, die Lehrperson als Wissensvermittlerin für gewisse Phasen des Unterrichts, ich denke, dagegen ist nichts einzuwenden. Allerdings haben wir eben in unserer heutigen Zeit und in Zeiten von KI ist die Lehrperson längst nicht mehr die einzige Wissensvermittlerin, sondern wird eher zur Lernbegleiterin oder zur Lernermöglicherin, zur Unterstützerin, zur Helferin, also jeweils beide
Geschlechter natürlich mitgedacht. Insofern, ich verstehe sozusagen Ihre Kritik, aber ich glaube, schon in Goethes Wahlverwandtschaften kann man lesen, dass man nichts mehr sozusagen für die Zukunft lernen kann. Man muss jetzt schon alle 5 Jahre neu lernen. Ja? Und das bringt mich auch zum lebenslangen Lernen oder zum lebensbegleitenden Lernen, finde ich eigentlich einen feineren Begriff. Wir sind nicht mit unserer Ausbildung ausgebildet, wir sind nicht fertig. Also ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden in unserer schnelllebigen Zeit, dass es so etwas wie eine Ausbildung im Sinne von Fertigbildung gibt. Es muss eine Fort- und Weiterbildung, eine kontinuierliche geben, und da sind wir wieder bei der Selbstverantwortung. Das liegt wieder in der Verantwortung jeder einzelnen Person. Ja, das ist, und Sie haben die Gesetzeslage angesprochen, Artikel 14.5a BVG ist, also die meisten kennen den Paragraph 2 des Schulunterrichtsgesetzes, das ist sozusagen der Zielparagraph, was ist das Ziel der Schule. Und im Artikel 14.5a BVG steht, dass, ich kann es nicht auswendig, aber dass Demokratie und Toleranz und Solidarität sind die Grundpfeiler unserer Schule, wobei auch dort drinnen steht, dass die Schule im Zusammenspiel mit den Eltern und Erziehungsberechtigten sozusagen die Verpflichtung haben, jedem Kind, jedem Jugendlichen seine bestmögliche Bildung zukommen zu lassen. Und das Spannende an Artikel 14.5a BVG ist, da steht drinnen sozusagen, was die Kinder alles können. Sie sollen auch leistungsorientiert sein, aber sie sollen auch zu musischen und zu glücklichen Personen werden. Und das finde ich ganz spannend, dass sozusagen ein Gesetz und auch so ein Verfassungsgesetz davon spricht, dass Personen, dass Menschen zu glücklichen Menschen werden sollen. Das ist die Aufgabe der Schule, im Zusammenspiel natürlich mit den Eltern und Erziehungsberechtigten. Ich glaube, die Leibesübungen sind da auch verankert in diesem. Ja, natürlich, also gesunden und gesundheitsbewussten. Genau. Ich bin ausgebildet, aber nicht fertig gebildet, Herr Smole. Darf ich mich ans Glück festkrallen, ganz Natürlich. kurz bitte? Das hat jetzt schon gewisse Kontinuität. Ja. Bei diesen vielen, vielen Schulhospitationen, die ich machen darf, triff ich auf Lehrerinnen und Lehrer, die ganz offensichtlich ihren Traumberuf ausüben. Und der Unterricht einfach geht. Eine Klasse aus 13-Jährigen, die in der Englischstunde gerade getobt hat, aus Gründen, die ich nicht wirklich durchblickt habe, wo man nicht erkennen hat können, dass das eine Englischstunde werden soll, kommt dann die Mathematikstunde, und in der Mathematikstunde ist es eine völlig andere Klasse, obwohl die gleichen Kinder dort sitzen. Da wird ruhig gearbeitet, da geht es kontinuierlich durch, da hat man das Gefühl, die Stunde dauert nur eine Viertelstunde, während bei der anderen Stunde hat man das Gefühl gehabt, sie dauert 2,5 Stunden oder so irgendwie. Und ich bohre nicht in offenen Wunden, also mit Lehrern, die mit misslingenden Unterricht eben zu kämpfen haben, sprich ich nicht, das klingt nicht so, ich will nicht sprechen, aber ich spreche nicht an auf das, was war. Aber bei den Lehrern, die durchwegs gelingenden Unterricht machen, die sagen in der Regel oder fast ausschließlich, dass sie außer der offiziellen Ausbildung in Österreich sich viele andere Ausbildungen im Laufe des Lebens gegeben haben, teilweise bei privaten Anbietern, teilweise im Ausland. Und ich frage dann immer wieder ganz offen, ist das Ihr Traumberuf? Würden Sie ein zweites Mal diesen Traumberuf machen? Und die bejahen das in der Regel. Und beim weiteren lästigen Fragen stellt sich dann heraus, dass auch lückenlos alle irgendwann mal begonnen haben, systematisch um Feedback zu betteln, sage ich jetzt einmal. Um Feedback zu betteln. Ich tue das übrigens auch, wenn ich das erste Mal vor einem Orchester stehe, bitte ich das Orchester gleich, in welcher Sprache auch immer, mich zu kritisieren und mir meine Fehler zu sagen und mir Feedback zu geben, ob meine Auftakte passen, ob ich immer blöd in eine Richtung schaue oder sonst irgendwas. Die Orchester sind das nicht gewohnt, die hören das meistens zum ersten Mal und machen es dann aber nach einer Startphase sehr, sehr gerne. Also Feedbacks bringt unheimlich viel, und furchtbar traurig ist es zu wissen in Wien zum Beispiel, dass 70% der Lehrer Feedback ablehnen.
Und der große Fehler mit dem Feedback ist das, man redet immer, man muss Feedback geben, ja, Feedback geben, nein, man muss das Feedback zuerst annehmen lernen. Das ist ja viel, viel schwieriger als Feedback zu geben. Ich glaube und ich denke mir immer, was macht glückliche Menschen? Und komischerweise, wo immer ich auf glückliche Menschen stoße, sind die Feedback geil irgendwo. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, das ist eine unglaublich wichtige Sache. Was macht Feedback? Feedback zeigt mich von einer anderen Seite. Ich sehe mich nur von dahier. Wenn ich dirigiere und mein Dirigieren dahier beobachte, ist das ganz was anderes, eine andere Perspektive, als das Orchester sieht. Deswegen ist es ganz einfach wichtig zu wissen, wie werde ich von den Menschen empfunden, die mir gegenüber sind oder denen ich gegenüber bin. Und ich glaube, ein durchgehendes Studienfach in den pädagogischen Hochschulen, Feedback. 4 Semester Feedback annehmen und dann 4 Semester Feedback geben und dann ein Schlusssemester eine Masterarbeit über das Ganze. Das wäre es wahrscheinlich. Ich glaube, Feedback schafft glückliche und erfolgreiche Menschen mit oder ist mit ein Faktor dafür. Vielen herzlichen Dank. Sie bleiben bitte alle nachher noch da, geben Herrn Professor Smole nachher noch Feedback Bitte. nach unserer Podiumsdiskussion. Danke. Herr Kapsch, wir sind ja immer noch ein bisschen in der Richtung Denken in Zusammenhängen, vernetztes Denken. Ein bisschen was haben Sie davon schon erzählt aus dem Unternehmenskontext. Ich möchte trotzdem noch einmal gern darauf mich einlassen, wo braucht es hochspezialisierte Fachleute und wo, sagen Sie, brauchen Sie heute schon Menschen, die vernetzen können, vernetzt denken können, querdenken können, übersetzen können? Also die wirklich Erfolgreichen waren immer die, die vernetzt denken konnten, in der ganzen Menschheitsgeschichte. Wo es besonders notwendig ist, ist natürlich in Führungsfunktionen. Dort ist es einfach notwendig. Und wenn jemand nicht vernetzt denken kann, wenn jemand nicht übergreifend denken kann, dann macht das seinen Kolleginnen und Kollegen extrem schwer. Weil nur das Verständnis, sowohl das inhaltliche als auch das soziale Verständnis, eine gedeihliche Zusammenarbeit ermöglicht. Das heißt, ich muss nicht nur verstehen, was die Tätigkeit des anderen ist oder der anderen ist, sondern ich muss auch ein Gefühl dafür haben, wie fühlt sich der andere Mensch in einer bestimmten Situation. Weil das gehört zur Interpretation des Verhaltens dazu. Weil wenn ich nicht weiß, wie fühlt sich der andere Mensch, dann verstehe ich vielleicht Aktionen, die dieser setzt, völlig falsch. Das heißt, wir brauchen auch eine Entwicklung nicht nur der kognitiven, sondern auch der psychisch-sozialen Kompetenz. Und da ist mit Sicherheit die Familie verantwortlich dafür. Und es wird heute vieles an die Schulen delegiert, was dort absolut nichts verloren hat. Weil wie kommt die Schule dazu, wie kommen Lehrkräfte dazu, Kindern die primitivsten Dinge des Benehmens beizubringen? Nur weil das zu Hause nicht erfolgt. Genauso kann die Schule nicht Lernaktivitäten an die Eltern auslagern. Jetzt sage ich nicht, dass die Eltern nicht da oder dort einmal unterstützen sollten, aber man kann sich nicht darauf verlassen, weil wir haben genügend Familien, wo die Eltern nicht einmal in der Lage sind, weil die nicht einmal einen Pflichtschulabschluss haben. Wie soll man dann erwarten, dass die denen bei den Hausübungen helfen? Das kann einfach nicht funktionieren. Also ich glaube, das brauchen wir alles. Und ich glaube auch, und ich möchte ein bisschen eine Lanze brechen für die Lehrkräfte, weil man hat ihnen schon sehr viel auch rechtlich, gesetzlich an Autorität weggenommen über die Jahrzehnte. Und warum soll sich eine Lehrkraft hinstellen
und ein nicht genügend geben, wenn sie genau weiß, dass die Eltern dann klagen. Warum soll sie dir das antun? Na, ich würde mir das auch nur zweimal antun. Beim dritten Mal sage ich, nein, danke. Dann kommt der Idiot halt durch. Auch egal. Also ich glaube, man muss den Lehrkräften auch ein bisschen mehr Autorität wiedergeben. Das heißt, Sie sagen heute aus Ihrem Unternehmensverständnis und Unternehmenskontext, hochspezialisierte Fachleute werden weniger und weniger oder sind eigentlich gar nicht mehr... Na, gar nicht mehr würde ich nicht sagen. Die KI wird nicht alles ersetzen, aber sie wird sehr vieles ersetzen. Aber wir müssen verstehen, was sie tut. Und wir verstehen heute nicht mehr genau, was sie tut. Auf das Thema KI, künstliche Intelligenz, kommen wir gleich zu sprechen. Kurz möchte ich noch bleiben bei diesem Aufdividieren von den Fächern. Wo erleben Sie das bildungswissenschaftlich als wunden Punkt? Wo denkt man noch zu sehr in Prüfungslogik etc. und weniger in Zusammenhänge? Oder spielt das im Bildungssystem auch schon eine wichtige Rolle, dieses Übergreifende, dieses Vernetzende? Also das vernetzende Denken spielt absolut eine wichtige Rolle und wir haben auch aus diesem Grund an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich uns eigentlich verabschiedet vom Fächerunterricht. Also wir haben Orientierungen, die wir unseren Studierenden mitgeben wollen, wie beispielsweise Haltung ist eine Orientierung oder Anthropozän, also Themen. Unsere Lehrveranstaltungen haben wir so gestaltet, dass sie immer aus der Kinderperspektive den Namen bekommen. Also beispielsweise Kinder erleben Gestaltungswelten. Ja? Das heißt, wir haben uns total verabschiedet vom Fächerunterricht. Also bei uns lernt man sozusagen nicht mehr Sachunterricht und Mathematik. Natürlich gibt es diese Fächer, weil es diese Fächer in der Volksschule gibt. Aber wir in der Lehramtsausbildung haben uns davon verabschiedet, um genau dieses transdisziplinäre Denken auch zu fördern, denn wir können nicht erwarten, dass unsere zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer in die Schule etwas bringen, was sie nicht selbst erlebt haben, weil sonst wiederholen sie genau das, was sie in der Schule erlebt haben, im Sinne der Meisterlehre. Also insofern versuchen wir da aufzubrechen und gleichzeitig aber auch bewusst zu machen, was sozusagen ist das Spezifikum eines speziellen Fachs, weil ich denke, dass das trotzdem notwendig ist im Sinne von Grundwissen, Basiswissen und auch der Terminologie, die in jedes Fach, jede Wissenschaft, die einfach schon über Jahrhunderte oder Jahrtausende sozusagen sich entwickelt hat, dass das nicht verloren geht. Und etwas von Herrn Kapsch möchte ich auch noch aufnehmen. Er hat ja gesagt, er möchte gerne eine Lanze brechen für Lehrkräfte. Wie sehen Sie denn die Situation der Lehrkräfte momentan? Ist es so, wie Herr Kapsch es quasi schon sehr dunkel skizziert, ich kann keinen Fünfer mehr geben, weil dann werde ich verklagt? Ja, diese Tendenz gibt es tatsächlich natürlich, dass Eltern mit dem Rechtsanwalt drohen oder auch gleich kommen, das wissen wir. Diese Situation haben wir und ich denke, dass Lehrpersonen, wenn sie das tun, was sie gerne tun, also wenn sie vieles von dem, was sie gerne tun können, dann tun sie auch das, was sie tun sollen, lieber und besser. Also ich wäre sehr für mehr Autonomie, nicht nur in der Schule, sondern auch in der Hochschule würde ich mir das wünschen, mehr Entscheidungsfreiheit für die Lehrperson und weniger Verwaltung in dem Sinn, weil dadurch sind natürlich die Lehrpersonen belastet. Hier gibt es ja die Initiative der Freiraum Schule. Wir wünschen auch uns auch einen Freiraum Hochschule für mehr Autonomie und mehr Entscheidungsmöglichkeiten. Herr Smole, ich weiß, dass Ihnen das Thema Interdisziplinarität, und da geht ja jetzt schon unsere Diskussion hin, sehr am Herzen liegt. Nicht im Sinne von, alle Menschen müssen alles können, sondern dass einfach Systeme und Menschen über die Grenzen hinaus denken können. Warum ist das Thema Interdisziplinarität für Sie keine Kür mehr, sondern absolute Notwendigkeit? Und wo möchten Sie gerne einhaken beim Herrn Kapsch und bei der Frau Polz? Meine Sicht ist die, dass Interdisziplinarität ganz einfach in Österreich wahnsinnig leicht möglich ist. Ich bin von meiner Ausbildung her Musikerzieher für Kindergärten, AHS, Musikschulen, Cellist und Dirigent, habe keine Ausbildung als Staatsrechtler oder sonst irgendwas, null und nichts. Und
alle Disziplinen, universitär, nicht universitär, Wirtschaft, Industrie, sind offen dafür, dass wir mit diesem Bildungsplan kommen und den verwirklichen wollen, indem wir nicht als Besserwisser kommen, sondern indem wir als Frager kommen. Keine Universität hat gesagt, wir reden nicht mit euch. Niemand hat das gesagt und niemand hat mir vorgehalten, Sie sind ja nur ein Musikant oder sonst irgendwas. Wirklich nichts. Und es waren ungefähr 8000 Gespräche, die ich geführt habe in den letzten 13 Jahren jetzt. Da hat es 2,5 gegeben, die unangenehm waren. Alle anderen waren nicht unangenehm. Ich glaube, dass eben dieses dauernde Beharren drauf und dieses Bestätigen, ja, da sage ich nichts, das ist nicht meine Disziplin und so weiter, ganz einfach eine unberechtigte Angst ist, von Kollegen aus anderen Fachschaften eins über den Zutz zu kriegen, wenn man sich dazu äußert. Und das hört man auch bei Gastvorträgen auf Unis immer wieder. Ich bitte die geehrten Kolleginnen um Verständnis, dass ich einmal eine Minute kurz abseits meines Dings irgendwas sagen muss. Das kommt bitte vor, diese Ängste sind bitte wirklich unberechtigt. Es ist die Frage, wie man ganz einfach mit seinem Nichtwissen daherkommt und dann steigen bitte wirklich alle ein. Es gibt keinen objektiven Grund, vor der Interdisziplinarität Angst zu haben in Österreich. Eine der wunderbaren Dinge in Österreich. Vielen Dank. Keine Kommentare zu Frau Polz, zum Herrn Kapsch? Erstmal nicht, danke. Erstmal nicht, gut. Herr Kapsch, dann gebe ich das Thema Interdisziplinarität, ein schwieriges Wort, gleich weiter in den Unternehmenskontext. Wie fördert man denn das in Unternehmen? Und welche Rolle spielt hier klassische Diversität? Also, man fördert es natürlich durch Diversität in den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, keine Frage. Je mehr unterschiedliche Kulturen sie haben, je mehr unterschiedliche Sprachen sie sprechen, je mehr unterschiedliche ethnische Hintergründe sie haben, desto offener werden die Menschen. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig, aber man lernt es und man lernt auch zu verstehen, wie denken die anderen, wenn man offen ist. Und das kann man natürlich fördern, dadurch, dass man Gruppen, wenn man ein globales Unternehmen ist, Gruppen aus verschiedenen Ländern zusammensetzt, aus verschiedenen Kulturen zusammensetzt, dann fördern sie das. Das Gleiche gilt im Bereich Gender. Wenn Sie reine Männerteams, reine Frauenteams haben, ist es nie wirklich gut. Wenn Sie gemischte Teams haben, ist es immer besser. Und so können Sie das auch fördern. Das bedarf aber schon einer Anstrengung, weil der Mensch ja die Tendenz hat, sich dem Gewohnten hinzugeben. Und das Gewohnte ist mein eigener Kulturkreis und das war's dann. Aber nach einiger Zeit beginnen die Menschen schon auch Freude daran zu entwickeln, einfach mit Menschen aus anderen Kulturen zu kommunizieren. Ist nicht einfach manchmal und vor allem eines, wir glauben immer, dass gewisse Kulturen uns viel näher sind als andere. Also wir glauben zum Beispiel, dass die Nordamerikaner uns so nahe sind. Ja, mitnichten, uns Österreichern. Die Südamerikaner oder die Russen sind uns viel näher mentalitätsmäßig als die Menschen in den USA. Wenn man das sagt, wird man ja hingestellt als ein Gegner der USA, aber es ist nun einmal so. Und ich habe es am eigenen Leib verspürt. Also ja, ein spannender Gedanke. Ich möchte diesen Gedanken der Interdisziplinarität, Herr Smole, noch einmal zurück zu Ihnen führen, weil ich weiß nicht, in welchen Gesprächen das zwischen uns gefallen ist. Wir treffen uns ja immer wieder in der Bildungsbubble. Da haben Sie gesagt, Covid wäre ganz anders verlaufen oder der Lockdown, wenn es interdisziplinäre Teams gegeben hätte. Warum sind Sie dieser Meinung? Die Augen geöffnet diesbezüglich hat mir zumindest die Frau Professor van der Laar, heißt sie, glaube ich, in Innsbruck, die hat einmal in einem Nebensatz gesagt, in einem Interview, ich
bin ja froh darüber oder ich habe das Glück, dass ich zu dem Problem nur aus der Sicht einer Virologin Stellung nehmen muss und mich mit den möglichen anderen Nebenwirkungen in Bezug auf das soziale Leben und so weiter nicht auseinandersetzen muss. Das war zu einem sehr späten Zeitpunkt eine völlig richtige Bemerkung. Und die Dame hat auch noch Wert darauf gelegt, dass die Virologie an sich auch noch viele Unterdisziplinen hat. Menschen, die sich mit der Morphologie der Viren befassen, die sich mit der grundsätzlichen Toxizität, mit anderen Ansteckungsdingen und so weiter. Also die Virologie ist auch nicht nur eine Disziplin, genauso wie die Dermatologie innerhalb bitte von nur 10 Jahren sich in 6 Fachrichtungen aufgespaltet hat in den 90er Jahren. Und da ist ganz einfach eines, es hat bei Covid damals Einigkeit gegeben, wie Sebastian Kurz gesagt hat, wir bremsen, soweit wir können, koste es, was es wolle. Alle sind damals dafür gewesen, ich auch, aber viel zu wenig hat man darauf geschaut, was können die Nebenwirkungen eben im sozialen Leben sein. Und da ist eine offene Frage. Alle Universitäten haben Institute für Sozialmedizin, die heißen so, die haben nur geschwiegen aus meiner Wahrnehmung während Covid. Das wären die gewesen, die ganz einfach sagen hätten müssen, hoppla, da gibt es nicht nur, dass man Fieber kriegt und sterben kann und das und das und das. Wenn man die Leute einsperrt, könnte auch das und das und das passieren. Ich habe überhaupt keine Meinung darüber, was besser gewesen wäre, überhaupt nicht. Nur es ist nicht wirklich thematisiert worden, dass es ganz einfach Folgen sein können, die eine viel, viel breitere Wirkung haben. Auf die Schule hat Covid definitiv ganz katastrophale Auswirkungen gehabt, weil nichts davon war, wie es der Herr Minister gesagt hat, und jetzt ist der Lockdown vorbei, mit frischem Schwung gehen wir jetzt an und befreit und so weiter. Keine Rede davon. Seit Covid ist es mit den Schulen und in den Schulen um ein Vielfaches schwerer durchschnittlich als vorher. Ein Wort noch zur Interdisziplinarität. Wie kann man denn das pädagogisch sinnvoll fördern? Interdisziplinarität kann man aus meiner Sicht dann sinnvoll fördern, wenn wir das spezielle Angebot stellen. Also interdisziplinares Denken und eben nicht nur Denken in Fächern. Das bedeutet aber auch, dass wir Lehrpersonen und Lehrende haben, die interdisziplinär auch unterwegs sind und diesbezüglich Erfahrungen haben. Denn wenn ich diese Räume öffne, dann kann ich auch die spezifischen Angebote stellen. Wir sehen es manchmal, dass wir auch sozusagen, um diese Interdisziplinarität gewährleisten zu können, Teams bilden bei Lehrenden, die eben aus unterschiedlichen Disziplinen dann den Blick auf ein spezifisches Problem werfen und mit den Studierenden dann auch im Team kreative Lösungen entwerfen. Ist das nicht, ich kam auch in den Genuss, ich komme auch aus einer Lehrerinnenfamilie, wahnsinnig anstrengend. Ich hatte immer das Gefühl, die Lehrer sind schon unglaublich belastet. Jetzt soll ich mich auch noch in Teams zusammentun, jetzt soll ich auch noch fächerübergreifend denken. Ist das etwas, was trotzdem angenommen wird, weil es letztendlich einen Vorteil hat, oder ist das etwas, was als unglaubliche Anstrengung angenommen wird? Also wir sehen es eigentlich so, dass es größtenteils gut angenommen wird, nämlich dann, wenn es sozusagen auch gleichberechtigte Teams gibt. Also sozusagen nicht Team toll ein anderer macht, sondern wenn Team wirklich aus gleichberechtigten Personen besteht. Und dann kann auch ein interdisziplinärer Unterricht oder Lernen auch stattfinden, denn nur Lernen erzeugt Lernen, Lehren erzeugt ja kein Lernen. Ich möchte diesen Gedanken vielleicht jetzt noch ein bisschen weiterdrehen. Was nährt denn überhaupt Bildung? Und wir haben, wie wir reingekommen sind, schon über Kunst, Musik etc. gesprochen. Also ist es Kunst, Musik, Denken, vernetztes Denken? Was nährt denn die Bildung? Wir wissen ja heutzutage, und Bildungsminister Wiederkehr hat es in seinem Plan Z ja auch ausgedrückt, und es stimmt ja auch, oder es schwingt ja auch sehr viel Wahrheit damit, wenn etwas dazukommt, muss etwas anderes wegfallen. Jetzt wissen wir im Unternehmenskontext, wenn weniger Budget da ist, streicht man gleich einmal oft bei HR, Marketing, Aus- und Weiterbildung. Im schulischen Kontext gehen meistens diese Fächer wie Musikerziehung, künstlerische Bildung etc. zurück. Wie wichtig ist denn künstlerische Erziehung, künstlerische Bildung, Musikerziehung im Bildungskontext?
Also wir wissen natürlich, dass Musikerziehung, künstlerische Erziehung, musische Erziehung eine unmittelbare Auswirkungen auf die kognitiven Fähigkeiten hat, auf die sozialen Fähigkeiten. Das wissen wir. Ich denke, die Gefahr liegt darin, dass wir sagen, wir haben Musik, weil dadurch die Kinder besser in Mathematik werden. Also ich sehe die Gefahr sozusagen in der Begründungsfalle. Musik darf nicht gerechtfertigt werden müssen, weil es kognitive Fähigkeiten fördert, sondern Musik darf auch Freude bereiten und soll es auch. Und die Menschen berühren emotional. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht darauf beschränken, uns zu überlegen, können wir uns Lateinstunden oder Altgriechischstunden überhaupt leisten? Weil wem nützen denn die unmittelbar oder wem nützt unmittelbar der Musikunterricht? Das kann man dann schon noch begründen mit, die Kinder werden dadurch besser in Mathematik und so weiter. Aber ich glaube, genau das darf es nicht sein. Bildung hat einfach keinen, also ist nicht immer nur zweckgebunden. Ja? Bildung muss nicht immer nur unmittelbar nützen. Sonst ist das ist eine Ausbildung, die sozusagen uns unmittelbar nützt. Aber Bildung im Sinne von ein Prozess des Individuums, das sich weiterentwickelt, das seinen Horizont erweitert, das muss nicht immer nur nützlich sein. Also dieser Nützlichkeitsgedanke, dass wir den ein bisschen rausbekommen. Genau. Herr Kapsch, jetzt geht es im Unternehmenskontext doch sehr stark immer wieder über Leistung, Tempo, Qualität. Wie stehen denn Sie dazu zu Themen wie Fantasie, Kreativität und kultureller Bildung? Nutzt das im Unternehmenskontext etwas? Also ich glaube, ich habe jetzt gerade nachgedacht, wie Sie beide gesprochen haben. Ich glaube, weil Sie vorhin, ich weiß jetzt nicht, wie Sie es genau ausgedrückt haben, aber so in die Richtung, wie bringe ich Menschen dazu, dass sie lernen. Ich glaube, die Grundvoraussetzung ist Neugierde. Ich glaube, wir müssen den Menschen beibringen, neugierig zu sein. Weil nur wenn ich neugierig bin, lerne ich gerne. Wie bringe ich das ins Unternehmen? Was tun wir im Unternehmen? Ja, wir haben sehr, sehr viele Weiterbildungsmaßnahmen, die genau die kulturellen Aspekte ansprechen. Und wir haben 6 Cs, die wir also 6 Cs nennen, und wir haben 6 Unternehmenswerte. Und von diesen 6 Cs ist ein Wert Curiosity, also Neugierde. Und der Rest sind eigentlich alles kulturelle Werte. Da steht nichts über Zahlen, nichts über Profitabilität oder sonst was. Das sind alles kulturelle Werte. Und damit, glaube ich, fördern wir genau diese Offenheit. Weil das Wort Offenheit ist, glaube ich, noch nicht gefallen. Ich glaube, unterschwellig war es so gemeint in vielen Aussagen. Aber die Offenheit für Neues, die Bereitwilligkeit, Dinge zu verändern und sich selbst zu verändern. Und Veränderung nicht als Gefahr zu sehen. Natürlich gibt es Veränderungen, die Gefahr bedeuten. Also diese ganze Kriegstreiberei, diese Wahnsinnige, die wir da jetzt überall haben, die ist wirklich eine Gefahr. Und für mich nicht eine positive Veränderung. Aber viele Dinge, die die Menschen als Gefahr sehen, sind in Wahrheit eine Chance. Und ich glaube, das muss man fördern. Und das fördern wir, weil Sie gefragt haben, im Unternehmen, einfach mit interdisziplinären Seminaren, und das besuchen die Menschen auch sehr gerne. Viel lieber als die 100. KI-Schulung, die mir selbst auch schon zum Hals raushängt, aber ich muss sie halt machen als gutes Beispiel für die anderen. Neugierde ist ja auch so eine Kompetenz, wo ich sage, das ist eine Innenweltkompetenz. Das ist nichts, was ich erlernen kann oder erwerben kann, indem ich das 100. Seminar besuche, sondern das macht ja etwas mit meiner Innenwelt. Ich muss ja zuerst an mir arbeiten, bevor ich letztendlich Veränderungen angehen kann. Herr Smole, kann ich solche Innenweltwerte wie Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Empathie noch stärker fördern, indem ich das Musische in der Schule lasse und nicht immer weiter an den Rand dränge?
diese Bereiche, die Sie gerade genannt haben, die haben in der Schule ein sehr, sehr großes Werkzeug und ein wichtiges Werkzeug. Das entscheidende Werkzeug für all das, was Sie genannt haben, ist der Lehrer selber als Vorbild in jeder Hinsicht. Und wenn der Lehrer bitte gezwungen ist, in jede zweite Stunde zu spät zu kommen, weil es in stadtteilgroßen Schulen in Wien immer noch 5-Minuten-Pausen gibt, wo man ganz einfach in 5 Minuten nicht kommt von einer Klasse in die andere, dann ist das ein Strukturproblem, das das Vorbild der Lehrer beschädigt und behindert. Das dazu vielleicht kurz zur Neugierde noch. Jetzt kommt wirklich was Weltbewegendes. Wir haben einen Zufallsbefund bekommen in den Gesprächen über den Bildungsplan, die also immer 4 Augengespräche sind oder 6 Augengespräche sind. Wir sind Menschen gegenüber gesessen, von denen wir ganz rasch den Verdacht gehabt haben, sie üben ihren Traumberuf aus. Wirklich erzählen voller Freude von ihrem Beruf mit roten Wangen und so weiter. Das sind hin und wieder Führungskräfte, das sind auch Aufräumerinnen, also Menschen unterschiedlichster Berufsgruppen, die einfach signalisieren, ich mache das wahnsinnig gerne. Und wenn der Verdacht erhärtet ist, dann fragen wir höflich, ob unser Verdacht richtig ist. Der Verdacht wird immer bestätigt dadurch, dass die derart Befragten, ohne zu atmen, sofort zum Erzählen anfangen, wie sie zu ihren Traumberufen gekommen sind. Und da ist eines interessant, weit über 90% dieser Traumberufinhaber sagen, die Inspiration für meinen Traumberuf habe ich im ganz, ganz frühen Kindesalter bekommen, lange vor dem Kindergarten. Es gehört zu meinen frühesten Erinnerungen, das, zum Beispiel der Herr Dr. Helsberg, der Vorstand der Wiener Philharmoniker, hat mir erzählt, seine früheste Sache, an die er denken hat können, war das Erlebnis Eröffnung der Wiener Staatsoper und er steht mit seiner Mutter vor der Oper, das wird ins Freie übertragen und sein Vater sitzt drinnen und das klingt so wunderschön. Das war für ihn der Moment, wo er gesagt hat, er möchte gern Musiker werden. Oder wir sind gegenüber gesessen dem Bildungsbeauftragten der Börse, dem Herrn Magister Hof, der Sohn des berühmten Fußballers. Der hat auch Traumberuf, Ding, und hat gleich zum Erzählen angefangen, ja, meine Eltern hatten einen Eissalon an der Ecke Wiblinger Straße, Gürtel und so weiter und ich bin aufgewachsen mit der schönen alten Börse vor meinem Kindergesicht und mein Wunsch war, wurscht was ich dort arbeiten muss, ich möchte in diesem Gebäude arbeiten, so ist er Börsianer geworden. Und genauso gibt es das bei vielen, vielen anderen Menschen auch. Das heißt, wenn die Wirtschaft bitte jammert, dass bei dieser Berufsorientierung mit 14 Jahren nicht so viel herauskommt, sodass es diese Berufsorientierungsmessen es immer weniger gibt, dann ist die Antwort klar, die Aufmerksamkeitsspeicher der jungen Leute sind bitte mit 14 Jahren rahmvoll darin, aber wie ein Bierkrügel, wo zu viel drinnen ist. Das, was bitte in den Aufmerksamkeitsspeicher, was drinnen bleibt in der ganz, ganz großen Tiefe, sind die ganz, ganz frühen Erlebnisse, leider nicht nur die positiven, sondern auch die negativen. Kinder, die Gewalt erfahren in ganz, ganz jungen Jahren, auch diese Gewalt bleibt, diese Gewalt empfinden Kinder als Normalität mit den Folgen, die wir teilweise kennen. Die Aufgabe des Kindergartens ist nicht, eine bessere Volksschule zu sein, sondern den Kindern alles zu zeigen, was Interesse stimulieren könnte. Und zwar nicht, jetzt gehen wir alle dorthin und da bleiben wir 10 Minuten und dann gehen wir zum nächsten, dort bleiben wir dann eine Viertelstunde und so weiter. Nein, lasst die Kinder frei. Letzte Sache, es gibt eine interessante Studie aus einem Kindergarten in Düsseldorf. Dort ist eine Untersuchung gemacht worden, man hat alle Kinder in diesem Kindergarten mit Freigelände verkabelt mit so Chips. Und den ganzen Tag über wurde dann aufgezeichnet, wo die Kinder sich herumbewegen. Jedes Kind hat eine andere Farbe gehabt. Und da hat man dann gesehen, dass es also einen Ort gegeben hat in diesem Kindergartenareal, wo ein dichter Wurzel war, wo alle Kinder sehr oft gewesen sind. Und dann hat sich herausgestellt, das ist der einzige Fleck, wo das Personal nie hingekommen ist. Und das ist auch eine Wegweisung, dass vielleicht im Bereich des Kindergartens und im Bereich der Schule auch oft weniger vielleicht viel, viel mehr wäre. Vielen herzlichen Dank. Einen Punkt möchte ich aufgreifen, nämlich Sie haben gesagt, man muss den Kindern alles zeigen und ich habe ja auch unseren Gästinnen und Gästen versprochen, wir kommen noch auf das Thema KI zurück und wir sind schon bei der fortgeschrittenen Zeit angelangt, aber das Thema möchte ich jetzt unbedingt noch öffnen. 3 Ks haben wir schon behandelt, nämlich Kunst, Kultur, Kreativität. Die KI, die künstliche Intelligenz fehlt uns noch.
In einer Welt, wo heute alles reproduzierbar, interpretierbar ist durch künstliche Intelligenz und zusammenfassbar, wo bleibt denn da das Menschliche? Und ich möchte hier im Unternehmenskontext anfangen. Braucht es noch das Menschliche und müssen wir die KI zuerst in musikalische Früherziehung schicken, damit sie kreativ ist, oder ist sie kreativ genug heute? Also erstens einmal bin ich der Überzeugung, dass wir das menschliche Element auf Dauer brauchen werden, wenn wir unsere Gesellschaft erhalten wollen. Wenn uns das egal ist, dann brauchen wir das menschliche Element gar nicht, weil dann übernimmt die KI alles. Ja, das ist so, und ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Ein Wissenschaftler hat zwei KIs gegeneinander antreten lassen und die haben zu streiten begonnen, so wie Menschen. Und er hat einer dieser KIs einen Namen gegeben, unter anderem nicht. Und die hat sich dann auch noch beschwert bei ihm, warum sie keinen Namen hat. Worauf er die Frage gestellt hat, na, welchen Namen hättest du gerne? Und sie hat den Namen derjenigen, also einer Frau, die den ersten Algorithmus entwickelt hat, genannt. Und da wird einem dann schon übel. Und dann braucht man kein Mensch mehr erzählen, dass KI sich nicht verselbstständigt, dass KI nicht kreativ sein kann. Jetzt kann man, wir haben im Vorgespräch darüber diskutiert, was ist die Definition von Kreativität. Aber KI kann eine Symphonie schreiben heute. Und jetzt kann man sagen, gut, die Symphonie sucht sich das halt aus Datenbanken heraus und kompiliert das und fertig. Da muss ich aber sagen, jemand, der Musik studiert und zu einem Komponisten wird, ja, der wird ja auch ausgebildet, der bekommt ja auch eine gewisse Datenbasis in seiner Ausbildung, der liest ja auch und spielt ja auch und hört ja auch Symphonien anderer. Also so groß ist der Unterschied ja gar nicht zwischen der KI, zwischen dem, was die KI tut und dem, was unser menschliches Gehirn tut. Und die nächste Stufe ist die Frage, wird KI auch fühlen können? Und ich fürchte, ja. Ich meine, ich habe mein ganzes Leben in der IT verbracht. Also ich habe mich immer mit diesen Dingen beschäftigt. Und technologisch finde ich das faszinierend. Gesellschaftspolitisch finde ich das extrem riskant und extrem gefährlich. Vielen herzlichen Dank, Frau Polz. Da, wo die KI immer mehr Wissen reproduzieren kann, was muss man denn da bei Kindern und Jugendlichen noch fördern? Genau, in einer Welt, wo KI sehr gut darin ist, Wissen zu generieren, wird das Menschliche immer wichtiger. Nicht alles wird wichtiger, aber vieles bekommt mehr Bedeutung. Beispielsweise Urteilsfähigkeit, Verantwortung. Die KI übernimmt keine Verantwortung. Die KI ist, Sie meinen, sie könnte mal fühlen. Ich gehe davon aus, die Verantwortung wird immer bei den Menschen bleiben müssen. Und darum wird es immer wichtiger, zu lernen, Verantwortung zu übernehmen. Dieses Bewusstsein auch für Urteilsfähigkeit, das sind alles Fähigkeiten, die sozusagen menschliche Fähigkeiten sind. Und auch menschliche Begegnungen werden immer wichtiger werden, weil sozusagen Wissen kann ich mir oder auch generiertes Wissen einfach in der KI holen, aber wirklich menschliche Begegnungen, da ist tatsächlich jemand, das wird mehr an Bedeutung gewinnen. Und es wird auch die Frage weniger sein, woher kommt unser Wissen, sondern eher, wie gehe ich damit um? Welche Verantwortung habe ich dadurch, auch meinen Kindern oder meiner Umwelt gegenüber? Und ich glaube auch, Sie sagen die Kreativität, KI kann auch kreativ sein, ja, da kommt es darauf an, was wir unter Kreativität verstehen. Also wenn es rein das Kreare, das Erschaffen ist, dann kann die KI wohl einiges erschaffen und das wissen wir. Aber sozusagen die Kreativität, die menschliche Kreativität, wir wissen ja gar nicht, wie sie entsteht, sondern die können wir ja gar nicht so leicht herbeiführen, sondern die entsteht oft durch Zufall, durch Neugierde, manchmal auch durch Krise. Also ich glaube, diese menschlichen und dieses Zwischenmenschliche, ich glaube, das wird viel wichtiger und wird auch in unterschiedlichen Berufen, wie beispielsweise der Pflege, also und auch diese Care-Ethik, das sich kümmern um den anderen Menschen, das wird aus meiner Sicht auch gerade in der Schule viel wichtiger.
KI ist gekommen, um zu bleiben und sich weiterzuentwickeln. Wie ist denn das im Bildungsplan berücksichtigt? Der Bildungsplan folgt dem Prinzip oder der Hoffnung, je größer die durch Denken, Fühlen, Lesen, Schreiben und Rechnen geschulte, natürliche Humanintelligenz ist, desto eher wird es zu einem positiven Umgang mit KI und Co. und den Folgen kommen. Anders glauben wir eigentlich und viel mehr fällt uns dazu nicht ein. Wenn das mit Leben erfüllt wird, was in dem Postulat drinnen steht, dann ist es, glaube ich, einiges. Es ist eine große Aufgabe und es ist aber nicht durch Notengebung zu bewältigen, nicht durch Zwang zu bewältigen, sondern wahrscheinlich durch das, was beim Bildungsplan als großes Motto steht. Über den 1200 Seiten steht ein Satz, bei dem es, glaube ich, um das geht. Da steht, das Ziel dieses Bildungsplanes ist, dass künftig alle Lehrerinnen und Lehrer ein Berufsleben lang tagtäglich so gerne in die Schule gehen, wie sie es gerne hätten, dass es ihre Schülerinnen und Schüler tun. Diese Lehrer gibt es. Irgendwann einmal sollen alle Lehrer so sein. Das ist das Ziel. Dann werden wir KI auch auf eine relativ positive Art vielleicht bewältigen können. Vielen herzlichen Dank. Wir haben ja schon in den Vorgesprächen befürchtet, dass uns ein bisschen die Zeit ausgeht. Jetzt tut sie uns das tatsächlich. Deswegen würde ich Sie jetzt um Ihre quasi integrierten Abschlussstatements bitten. Ich fange mit Ihnen an. Herr Kapsch, was würden Sie sich denn, wir haben gehört, die letzten 2 Generationen sind ein bisschen verloren gegangen. Was würden Sie sich denn für die kommenden Generationen vom Bildungssystem wünschen? Wie sollen die denn aus- und weitergebildet werden, so abseits vom Fachwissen? Und dann noch, wenn Sie noch zusätzlich eine Botschaft mitgeben wollen, bitte auch gerne jetzt in das Statement integrieren. Also ich glaube, dass es abseits vom Fachwissen, also ohne Fachwissen nicht geht. Ich glaube, dass das Fachwissen einmal die Basis ist. Weil ohne ein Fachwissen können wir nicht denken, so wie wir ohne Sprache nicht denken können. Weil wir denken in Sprache. Was ich aber schon möchte, ist, dass wir sozial kompetente Menschen heranbilden, weil was heute der Fall ist, dass wir Menschen auf Konkurrenz trainieren, auf Konkurrenz gegeneinander trainieren. Die Universitäten sind genau darauf angelegt. Die Art, wie wir selektieren auf Universitäten, die Art, wie wir benoten auf Universitäten, ist auf Konkurrenz zwischen den Menschen angelegt. Das war zu meiner Zeit nicht. Und wir verlangen dann in der Wirtschaft, dass sie genau das nicht tun, dass sie nicht gegeneinander konkurrieren, sondern dass sie miteinander etwas schaffen. Das heißt, jahrelang werden sie in einer Schiene geschult und dann sollen sie plötzlich etwas völlig anderes tun. Und was ich mir auch wünsche, was wichtig wäre, ist, aber das ist ein gesamtes gesellschaftliches Phänomen, dass wir leider nicht mehr diskursfähig sind, sondern dass wir in vielen Foren nach dem Prinzip arbeiten, wer nicht für mich ist, ist wider mich. Und das führt zu einem Zerwürfnis in der Gesellschaft, das führt zu Polarisierung und zur Blockbildung. Und genau das haben wir. Entweder sie sind, das sind ja die, wir reden halt sehr viel über Identitäten und die Hintergründe von Identitäten. Und anstatt dass wir sagen, wir sind alle Menschen, wie wir das über Jahrzehnte versucht haben, gehen wir jetzt wieder identitätsspezifisch vor. Und wenn man nicht diesem Prinzip folgt, ist man ein Rechter oder sonst etwas. Und zu meiner Zeit, ich meine, wir haben an der Uni gehabt viele verschiedene Gruppen, von der Gruppe der revolutionären Marxisten über die Sozialisten, über die wie haben es geheißen, die Halbadeligen, ja, und einige. Und wir haben uns dort wirklich Fights geliefert, richtige Fights. Ich bin ein Sozialliberaler, also ich bin kein Rechter, ich bin aber auch kein Linker. Und wir haben uns Fights geliefert, zum Beispiel mit den Marxisten. Das war spannend, das war toll. Wir waren unterschiedlicher Meinung, aber wir haben die Meinung des anderen respektiert und haben nicht gesagt, du bist ein Outlaw
Und genau das haben wir heute. Und dagegen müssen wir kämpfen. Und da muss auch das Bildungssystem etwas tun, weil die Familien tun nichts dagegen, leider. Vielen herzlichen Dank, sehr kraftvoll, Herr Smole. Was darf denn vielleicht bei Bildung nicht verloren gehen, was wir heute schon haben? Und was möchten Sie noch in Ihr Abschlussstatement integrieren? Den Optimismus dürfen wir nicht verlieren, einfach deswegen, weil es so tolle Schulen gibt, so tolle Lehrer gibt, so tolle Direktoren. Einen Direktor habe ich kennengelernt in einer Veranstaltung im Parlament. Es ist ein Direktor aufgestanden, hat laut geschrien, an Wiens Schulen herrscht Krieg, Krieg, Krieg. Wurde fest applaudiert, nicht von den Abgeordneten, sondern von den Besuchern, war eine Veranstaltung. Und dann steht einer auf und sagt, Kollege, was redest du? Meine Schule ist 300 Meter von deiner entfernt. Die gleichen Leute, wir sind eine Sonnenschule. Der hat sich das getraut, das zu sagen. 3 Tage später war ich in dieser Schule und das ist eine wahrliche Sonnenschule. Und dass es eine Sonnenschule ist, die hat ganz, ganz besondere Gründe, von denen wir lernen können. Dafür könnten wir eine Podiumsdiskussion neuer Art machen. Was ist das Wichtigste? Was das Wichtigste ist, wissen wir spätestens seit dieser berühmten Studie von John Hattie. Der hat erforscht, was die wichtigsten Gelingensbedingungen von Schule sind. Die wichtigste Gelingensbedingung ist nicht die Persönlichkeit des Lehrers, wie oft irrtümlich gesagt wird, sondern Hattie sagt, das, was der einzelne Lehrer vor der Klasse tut, ist die wichtigste Gelingensbedingung. Das heißt, wir brauchen eine Pädagoginnenbildung, die den künftigen Lehrerinnen genau das gibt, was sie dazu befähigt, vor der Klasse menschlich, disziplinär und fachlich zu bestehen, wie das so schön heißt. Das brauchen wir. Und die letzte Sache ist ein Zitat von Peter Sloterdijk, der nicht müde wird zu sagen, die wichtigste Zukunftskompetenz ist die Überblicksfähigkeit. Und so sind wir eigentlich wieder am Beginn unserer heutigen Diskussion, glaube ich. Vielen Dank. Dann spannen wir den Bogen zu Ende. Frau Polz, wenn Sie den Zauberstab schwingen dürften und sich eine Maßnahme aussuchen dürften, die ab morgen Wirkung zeigen könnte, welche wäre denn das, die Sie jetzt ändern würden im Bildungssystem? Das wäre der Potenzialblick, weg von Defizitorientierung hin zum Potenzialblick. Alle Kinder haben Potenzial, auch wenn sie es vielleicht manchmal verstecken. Aber wenn die Lehrperson es schafft, aufs Potenzial zu blicken und das zu entdecken und das zu fördern, dann geben sie den Kindern Chance, sich weiterzuentwickeln. Also das wäre der Potenzialblick. Wenn ich noch ein bisschen weiter schwingen darf mit meinem Zauberstab, dann wäre es, Nicolas Harnoncourt hat dafür plädiert, dass Kinder ein Recht haben auf Bildung, nicht nur auf Ausbildung. Und damit mein zweiter Doktorvater, Werner Lenz, plädiert sogar dafür, dass unsere Gesellschaft es sich leisten könnte und sollte, dass alle Personen 15 bis 20 Jahre Bildung genießen dürfen. Und wer studiert, genießt die ja durchaus auch schon. Also Bildung im Sinne von Öffnen des Horizonts, Weiterbildung. Also das wären so meine 2 Wünsche. Ja. Gibt es noch etwas, was Ihnen unter der Zunge brennt, wo Sie sagen, das möchten Sie uns noch unbedingt mitgeben? Ja, ich denke, Meinungsverschiedenheiten sind eine Chance. Die sollten wir ergreifen und weiter darüber zu diskutieren. Vielen herzlichen Dank. Auch das sehr kraftvolle, abschließende Worte. Vielen Dank für diese offene und ehrliche Podiumsdiskussion. Die lässt sich jetzt wahnsinnig schwer die letzten 1,5 Stunden in, ich weiß nicht, 3, 4 oder 5 Sätze zusammenfassen. Möchte ich auch gar nicht diesen Anspruch, sondern ich möchte Ihnen vielleicht 2 Gedanken mitgeben, die mir so während der Diskussion eingefallen sind. Der eine Gedanke ist, dass Bildung die Menschen nicht kleiner machen darf als die Welt, in der sie leben, diese Menschen. Und der andere Gedanke, der mir in den Sinn gekommen ist, jetzt auch mit Frau Polz und der Potenzialentfaltung, ist, dass wir gerade in einer Zeit von KI, in der Wissen immer reproduzierbarer wird und künstlich generierbar, wir auf das Menschliche nicht vergessen dürfen, nämlich das, was vielleicht die KI nicht reproduzieren kann. Also Dinge wie Fantasie, Dinge wie Potenzialentfaltung, Dinge wie künstlerische Erfahrung oder Urteilskraft, Dinge wie Menschlichkeit oder, wie es Harnoncourt ausgedrückt hat, den Mut, Grenzen zu überschreiten. Und vielleicht ist ja das auch der bleibende Impuls von Nikolaus Harnoncourt, dass Dinge wie Bildung, Denken,
Verantwortungskompetenz, Kunst nicht zur Nebensache werden soll, sondern zu etwas zutiefst Menschlichen und damit auch zu etwas zutiefst Zukunftsfähigen. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an Frau Polz, an Herrn Smole und an Herrn Kapsch für diese interessanten Gedanken, die heute mit uns ausgetauscht wurden. Wir sind jetzt am Ende der Veranstaltung angelangt. Ich möchte Sie noch auf 3 Punkte aufmerksam machen. Um 18 Uhr findet hier in diesem Saal das Künstlergespräch mit Dr. Wolfgang Schüssel statt und Dr. Franz Hanunkur. Um 15 Uhr gibt es ein Konzert in der Pfarrkirche St. Georgen und die nächste Denkwerkstatt ist tatsächlich schon am 11. Juli um 19 Uhr hier in der Landesmusikschule St. Georgen im Attergau mit dem klingenden Titel Imaginationsraum Kunst, ein Gespräch zwischen Kulturmanager und Pianist Markus Hinterhäuser. Er ist zu Gast bei Kurator Florian Bösch. Meine Damen und Herren und auch an alle im Livestream, die uns begleitet haben, ich darf mich jetzt an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch ein paar interessante Tage hier in St. Georgen oder dann später eine sichere Heimreise und wünsche Ihnen auch ein wunderbares und sonniges Wochenende. Vielen Dank, auf Wiederschauen. Danke. Danke für das nette Gespräch. Danke. Vielen herzlichen Dank.